Hallo liebe Häkelfreunde, für diese Tuchweste habe ich 3 einfache Muster kombiniert, welche den zauberhaften herbstlichen Farbverlauf des Bobbles wunderschön zur Geltung bringen. Ihr könnt natürlich die Armschlitze und oder die Knebelknöpfe auch weglassen, dann habt ihr ein tolles Dreieckstuch. Oder einmal als Weste und einmal als Tuchhäkeln wäre natürlich auch eine Idee. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Heute verwende ich diesen vierfädigen Bobbel mit dem Namen Herbstling von Meine Bobbelträumerei. Bis Größe 42 reichen 1000 Meter, ab Größe 44 braucht ihr 1200 Meter. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Sabine Helfer, die mir diesen Bobbel zur Verfügung gestellt hat und den ich natürlich sehr gerne ausprobiere. Die Sabine macht wunderschöne Bobbles mit tollen Farbverläufen, mit oder ohne Lurex-Faden in vielen Farben und auch mit der gewünschten Lauflänge. Ihr findet meine Bobbelträumerei auf Facebook und es lohnt sich da mal hineinzuschauen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ich beginne von innen nach außen, starte mit einer Anfangsschlinge, häkle 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 und schließe diese mit einer Kettmasche zum Ring, häkle 4 Luftmaschen und häkle nun in den Ring hinein 4 Stäbchen, 1, 2, 3, 4. Den Faden häkle ich mit ein, damit wir das später zusammenziehen können. Dann folgen 2 Luftmaschen und weitere 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4. Dann eine Luftmasche und noch ein Stäbchen in den Ring hinein. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben hier eine Lücke auf den Seiten, die dient dazu, damit wir angenehm zunehmen können. Dann haben wir 4 Stäbchen, das wird die Spitze des Tuchs, wieder 4 Stäbchen und wie gesagt auf beiden Seiten eine Vorbereitungslücke und wir wenden die Arbeit wieder und die Reihen beginnen immer mit 4 Luftmaschen und 2 Stäbchen in diese Vorbereitungslücke.
Das ist die Zunahme. Es wird hier zugenommen, hier und in der Spitze. Jetzt häkeln wir die 4 Stäbchen der Vorreihe ab, und zwar als Reliefstäbchen von vorne. Das heißt, wir stechen um das Stäbchen herum, also nicht in den Kopf, sondern um das Stäbchen herum, holen den Faden durch und häkeln ein Stäbchen. Einen Umschlag holen, vor dem Stäbchen einstechen und da hinten wieder herauskommen. Den Faden durchholen, ein Stäbchen häkeln, ein Umschlag, vor dem Stäbchen einstechen, hinten durchstechen, den Faden durchholen, ein Stäbchen häkeln. Das machen wir 4-mal mit allen 4 Stäbchen der Vorreihe, dann 2 Stäbchen in die Lücke, ganz normale Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke. Auch das bleibt immer gleich, immer in der Spitze, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, dann häkeln wir wieder 4 Reliefstäbchen von vorne, 1, 2, 3, 4 und dann, ganz wichtig, am Ende der Reihe in die Vorbereitungslücke 2 Stäbchen, 1, 2, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen in die Lücke, sodass wir wieder auf beiden Seiten eine Vorbereitungslücke haben. Dann wenden wir wieder und wie gesagt, die Reihen beginnen immer gleich mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke. Jetzt häkeln wir alle Stäbchen der Vorreihe ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann 2 in die Lücke. Und wir haben jetzt ohne das Vorbereitungsstäbchen, das zähle ich nicht mit, 2, 4, 6, 8, 10, 12 Stäbchen. Auch die Spitze bleibt immer gleich mit 2 Stäbchen, die haben wir schon gemacht, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Dann folgen die 8 Stäbchen aus der Vorreihe. Dann die 2 Stäbchen in die Lücke, auch das bleibt immer gleich. Anfang, Ende und Spitze bleiben immer gleich. 2 Stäbchen, eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen. Und wir haben auf beiden Seiten jetzt von Lücke zu Lücke 12 Stäbchen. Und wir wenden wieder. Beginnen wieder mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und häkeln alle 12 Stäbchen der Vorreihe.
als Reliefstäbchen von vorne. Und wir sehen uns an der Spitze wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin an der Spitze angekommen. Häkle hier wie gewohnt 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und wir haben jetzt von Lücke zu Lücke insgesamt 16 Stäbchen, davon sind 12 Reliefstäbchen von vorne und auf der anderen Seite machen wir genau dasselbe. Die ersten beiden haben wir schon gemacht. Häkeln jetzt wieder alle Stäbchen der Vorreihe als Reliefstäbchen von vorne und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe alle Reliefstäbchen gehäkelt und ganz wichtig, am Ende der Reihe nicht vergessen, noch 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen in die Lücke und wir wenden wieder und wir wiederholen die 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, sinngemäß noch einmal. Wir starten wieder mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, häkeln alle Stäbchen der Vorreihe ganz normal ab und an der Spitze sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin an der Spitze angekommen, häkle 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke und wir müssten jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Stäbchen haben von Lücke zu Lücke und diese 20 brauchen wir auch auf der anderen Seite und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin wieder am Ende der Reihe angekommen. Häkle noch die Zunahme mit 2 Stäbchen und eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen und wir wenden wieder und jetzt kommt wieder eine Reihe mit Reliefstäbchen. Zunächst der Anfang der Reihe wie immer, dann alle Stäbchen der Vorreihe als Reliefstäbchen von vorne und wir müssten auf 24 Stäbchen insgesamt kommen. Davon sind 20 Reliefstäbchen von vorne. Ansonsten funktioniert die Reihe genau gleich wie die Reihe zuvor mit den Reliefstäbchen. Und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und ich wiederhole diese beiden Reihen noch weitere 9 Mal. Das heißt noch 18 Reihen dazu, sodass wir insgesamt dann 24 Reihen haben, beziehungsweise 12 solche Stege und immer die Zunahmen wie gewohnt weitermachen und diese beiden Reihen, die wir soeben gemacht haben, sinngemäß immer wiederholen, bis wir 24 Reihen insgesamt haben und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe insgesamt 24 Reihen gehäkelt. Das sind 12 solche Stege
Ich habe jetzt auf beiden Seiten 96 Stäbchen. Und jetzt bauen wir ein kleines Highlight ein. Und zwar, die Reihe beginnt wie immer mit 4 Luftmaschen, das bleibt auch jetzt immer gleich, und 2 Stäbchen in die Lücke. Jetzt häkeln wir 2 Luftmaschen und dann 4 zusammen abgemaschte Stäbchen, das heißt diese 4 Stäbchen, die jetzt kommen, die häkeln wir als zusammen abgemaschte Stäbchen. Das bedeutet, wir holen einen Umschlag, stechen ins erste Stäbchen ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, holen einen Umschlag, stechen ins zweite Stäbchen ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, holen einen Umschlag, stechen ins dritte Stäbchen ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, holen einen Umschlag und stechen ins vierte Stäbchen ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab. Jetzt haben wir 5 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir alle gemeinsam ab und häkeln 3 Luftmaschen. Und jetzt machen wir dasselbe wieder. 4 zusammen abgemaschte Stäbchen, ein Umschlag, ins erste Stäbchen einstechen, Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen, ein Umschlag, ins zweite Stäbchen einstechen, den Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen, ein Umschlag, ins dritte Stäbchen einstechen, den Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen, ein Umschlag und ins vierte Stäbchen einstechen, den Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen. Wir haben 5 Fäden auf der Nadel und die maschen wir gemeinsam ab. 3 Luftmaschen. Und das machen wir jetzt die ganze Reihe so. Immer 4 zusammen abgemaschte Stäbchen und dazwischen 3 Luftmaschen. Das Ganze sieht so aus. Und wenn wir an der Spitze angekommen sind, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück, ich bin an der Spitze angekommen. Es ergeben sich genau 24 solche Grüppchen. Bin auf dem Stäbchen direkt vor der Lücke fertig geworden. Jetzt folgen 2 Luftmaschen, dann 2 Stäbchen in die Spitze, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Spitze, 2 Luftmaschen und wir starten wieder mit den zusammen abgemaschten Stäbchen. Immer 4 Stück, 2, 3, 4 und zwischen den Gruppen immer 3 Luftmaschen und das machen wir wieder bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin direkt wieder vor der Lücke gelandet. Am Ende brauchen wir 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen und es haben sich auf beiden Seiten genau 24 solche Gruppen ergeben und wir wenden wieder und die Rückreihe beginnt
wie jede andere Reihe auch mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke. Dann ganz wichtig, 2 Stäbchen auf die Stäbchen der Vorreihe, auf diese beiden, die vorhanden sind. 2 und in die erste Lücke hier ebenfalls 2 Stäbchen. Wir haben hier also 6 Stäbchen, die zusammenkommen ab der Lücke 2, 4, 6. Und dann häkeln wir in jede Lücke 4 Stäbchen. Also zwischen den Gruppen in jede Lücke 4 Stäbchen. Und das machen wir bis zur Spitze des Tuchs und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe zwischen jede Gruppe 4 Stäbchen gehäkelt. In die letzte Lücke vor der Spitze kommen 2 Stäbchen, dann 2 Stäbchen auf die Stäbchen vor der Lücke und dann 2 Stäbchen in die Lücke, so dass wir auch hier wieder 6 Stäbchen haben, die zusammenkommen. 2, 4, 6. Wir haben am Anfang der Reihe 6, am Ende der Reihe 6 und dazwischen 23 solche Vierergruppen. Insgesamt haben wir 104 Stäbchen. Und dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Wir häkeln unsere 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Spitze, 2 Stäbchen auf die Stäbchen nach der Spitze und 2 Stäbchen in die erste Lücke. So haben wir wieder 6 Stäbchen, die hier zusammenkommen. 2, 4, 6. Dann häkeln wir wieder in jede Lücke 4 Stäbchen. Das Ganze 23 Mal. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Auch am Ende der Reihe machen wir in die letzte Lücke 2 Stäbchen. Zwei Stäbchen auf die Stäbchen der Vorreihe. Und 2 Stäbchen in die Lücke. Sowie eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen. Und wir haben auch hier 2, 4, 6 Stäbchen, die zusammenkommen und wir wenden wieder. Starten mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke. Zwei Stäbchen auf die Stäbchen der Vorreihe, sodass wir hier 4 Stäbchen jetzt haben, die zusammenkommen. 2 in der Lücke, 2 auf die ersten beiden der Vorreihe. Dann häkeln wir 2 Luftmaschen und die nächsten 4 sind unser neues Vierergrüppchen. Da häkeln wir wieder 4 zusammen abgemaschte Stäbchen drauf. Und dann immer 3 Luftmaschen dazwischen. Und jetzt ist es klar, immer 4
zusammen abgemaschte Stäbchen auf die Vierergruppen der Vorreihe, 3 Luftmaschen dazwischen. Und das machen wir wieder bis zur Spitze und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ich bin hier bei diesen 6 Stäbchen aus der Vorreihe. Hier habe ich noch 3 Luftmaschen gemacht. Hier bilden wir jetzt wieder eine neue Vierergruppe aus 4 zusammen abgemaschten Stäbchen. Am Ende 2 Luftmaschen, die letzten beiden Stäbchen ganz normal behäkeln mit je einem Stäbchen, also 2 Stäbchen vor der Lücke und 2 Stäbchen in die Lücke. Die Reihe hat mit 4 Stäbchen begonnen, die zusammenkommen, und auch hier kommen 4 Stäbchen zusammen und wir haben jetzt 25 solche Vierergruppen und jetzt folgen die 2 Luftmaschen, wieder 2 Stäbchen in die Lücke, dann haben wir hier wieder die 6 Stäbchen der Vorreihe, davon behäkeln wir 2, sodass auch hier 4 Stäbchen zusammenkommen und dann beginnen wir mit 2 Luftmaschen und über die nächsten 4 Stäbchen bilden wir wieder die erste Gruppe aus 4 zusammen abgemaschten Stäbchen. Dann folgen immer 3 Luftmaschen zwischen den Gruppen, dann wieder auf jede Gruppe der Vorreihe eine Gruppe aus 4 zusammen abgemaschten Stäbchen. Das Ganze sieht so aus und das machen wir wieder bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Hier bilde ich am Schluss über diese 6 Stäbchen hier, über die ersten 4 nochmals ein neues Vierergrüppchen. Dann folgen 2 Luftmaschen, dann die 2 restlichen Stäbchen mit je einem Stäbchen behäkeln, dann 2 in die Lücke, eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen und wir haben auch hier 4 Stäbchen, die zusammenkommen und es ergeben sich auf beiden Seiten 25 Vierergrüppchen, also 25 mal 4 zusammen abgemaschte Stäbchen. Und wir wenden wieder, beginnen wieder mit 4 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke. Behäkeln die 4 Stäbchen aus der Vorreihe, 1, 2, 3, 4, dann folgen 2 Stäbchen in die erste Lücke, sodass hier 8 Stäbchen zusammenkommen. 2, 4, 6, 8. Und dann häkeln wir wieder
in jede Lücke zwischen den Gruppen 4 Stäbchen. Und das machen wir bis zur Spitze und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin wieder an der Spitze angekommen, habe 24 Vierergrüppchen gemacht. In die letzte Lücke kommen wieder 2 Stäbchen. Dann die 4 aus der Vorreihe abhäkeln. 1, 2, 3, 4 und 2 in die Lücke. 1, 2 und so kommen auch hier 2, 4, 6, 8 Stäbchen zusammen. Dann häkeln wir unsere 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, die 4 Stäbchen der Vorrunde abhäkeln, ganz wichtig, in der ersten Lücke 2 Stäbchen und dann kommen wieder die Vierergruppen und wir haben auch hier 2, 4, 6, 8 Stäbchen, die zusammenkommen und jetzt wieder lauter Vierergruppen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin wieder bei der letzten Lücke angekommen und in die häkeln wir 2 Stäbchen. Dann häkeln wir die 4 Stäbchen der Vorreihe ab. Und dann 2 in die Lücke. Und dann noch die Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen. Und wir haben wieder 2, 4, 6, 8 Stäbchen, die zusammenkommen. Und jetzt geht es im Grunde wieder mit der ersten Reihe los, also mit dieser hier unten. Die 4 Reihen werden jetzt wiederholt und ich wiederhole mit euch alle 4 Reihen noch einmal. Wir starten mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und jetzt können wir gleich hier am Anfang starten mit 2 Luftmaschen und 4 zusammen abgemaschten Stäbchen. 1, 2, 3, 4, dann immer 3 Luftmaschen zwischen den Gruppen, die nächsten 4 Stäbchen behäkeln, Luftmaschen und jetzt sind wir bei den Vierergruppen angekommen und da ist es klar, auf jede Vierergruppe kommen 4 zusammen abgemaschte Stäbchen und 3 Luftmaschen dazwischen und das machen wir bis zur Spitze. Und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin beinahe an der Spitze angekommen. Hier haben wir die 8 Stäbchen aus der Vorreihe. Ich habe 3 Luftmaschen zuletzt gehäkelt und wir können hier einfach weitere Gruppen bilden.
mit 4 zusammen abgemaschten Stäbchen, 3 Luftmaschen und noch einmal 4 zusammen abgemaschte Stäbchen, landen direkt auf dem Stäbchen vor der Lücke. Jetzt folgen 2 Luftmaschen, unsere Spitze mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, dann wieder 2 Luftmaschen und wir beginnen gleich auf dem ersten Stäbchen wieder mit unseren Gruppen, die aus 4 zusammen abgemaschten Stäbchen bestehen. Dazwischen immer 3 Luftmaschen, noch eine zweite Gruppe über diese 8 Stäbchen aus der Vorreihe, 3 Luftmaschen und jetzt wieder über die bestehenden 4er-Gruppen immer 4 zusammen abgemaschte Stäbchen, dazwischen immer 3 Luftmaschen und das können wir bis zum Ende der Reihe machen und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig, habe auch hier über diese 8 Stäbchen der Vorreihe 2 neue Gruppen gebildet. Am Ende brauchen wir noch 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen. Und wir wenden wieder, starten wie immer mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Stäbchen auf die Stäbchen der Vorreihe, zwei Stäbchen in die erste Lücke, sodass hier 6 Stäbchen zusammenkommen und dann häkeln wir in jede Lücke 4 Stäbchen bis zur Spitze und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin beinahe an der Spitze angekommen und auch hier müssen 6 Stäbchen zusammenkommen. Zunächst 2 in die Lücke, in die letzte, dann 2 auf die Stäbchen der Vorreihe und dann noch die 2 in die Lücke und wir haben wieder 6 Stäbchen, die da zusammenkommen und dann wieder die 2 Luftmaschen, die 2 Stäbchen in die Spitze, die 2 Stäbchen auf die Stäbchen der Vorreihe und 2 Stäbchen in die erste Lücke und dann wieder 4 Stäbchen in jede Lücke und das machen wir wieder bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Bis bald.
Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig und auch hier 2 Stäbchen in die letzte Lücke. Zwei Stäbchen auf die Stäbchen der Vorreihe und 2 Stäbchen in die Lücke. Eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen. Und auch hier kommen 6 Stäbchen zusammen und wir wenden die Arbeit wieder. Beginnen wieder mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, jetzt behäkeln wir die ersten 2 Stäbchen von diesen 6. Die ersten 2 häkeln 2 Luftmaschen und häkeln über die restlichen 4 zusammen abgemaschte Stäbchen. Und wir sind wieder im Muster drin. Wir häkeln 3 Luftmaschen und über alle vorhandenen 4er-Gruppen 4 zusammen abgemaschte Stäbchen. Und das machen wir bis zur Spitze. Und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin bei den 6 Stäbchen der Vorrunde angekommen, häkle 3 Luftmaschen und bilde hier wieder ein neues Grüppchen aus 4 zusammen abgemaschten Stäbchen. Dann folgen 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen auf die Stäbchen der Vorreihe, das ist ganz wichtig. Und 2 Stäbchen in die Lücke. Und auch hier kommen 4 Stäbchen zusammen, genauso wie am Anfang der Reihe. Auf der anderen Seite machen wir genau dasselbe. Wir häkeln 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Stäbchen auf die Stäbchen der Vorreihe, so dass wir auch hier 4 Stäbchen haben. Dann häkeln wir 2 Luftmaschen und bilden über die nächsten 4 Stäbchen ein neues Grüppchen aus 4 zusammen abgemaschten Stäbchen. Drei Luftmaschen und wir sind wieder im Muster drin und häkeln alle Gruppen ab, so wie sie erscheinen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin wieder bei den 6 Stäbchen der Vorreihe angekommen, häkle 3 Luftmaschen, bilde ein neues 4er-Grüppchen über die ersten 4 Stäbchen dieser 6 Stäbchen, dann noch 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen auf die Stäbchen der Vorreihe, also die restlichen 2 von diesen 6, dann noch 2 in die Lücke,
eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen und wir wenden wieder und wir kommen zur 4. Musterreihe, beginnen wieder mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, 4 Stäbchen auf die Stäbchen der Vorreihe, 1, 2, 3, 4, 2 Stäbchen in die erste Lücke. Es kommen 8 Stäbchen zusammen, 2, 4, 6, 8 und dann wieder in jede größere Lücke 4 Stäbchen. Das Ganze machen wir wieder bis zur Spitze und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin beinahe an der Spitze angekommen und auch hier häkeln wir in die letzte Lücke 2 Stäbchen, häkeln die 4 Stäbchen der Vorreihe ab, und dann noch 2 in die Lücke und wir haben auch hier genauso wie am Anfang der Reihe 2, 4, 6, 8 Stäbchen, die zusammenkommen und wir häkeln die beiden Luftmaschen für die Spitze, 2 Stäbchen in die Lücke, die 4 Stäbchen der Vorreihe abhäkeln, 1, 2, 3, 4 und 2 Stäbchen in die erste Lücke und es ergeben sich auch hier 2, 4, 6, 8 Stäbchen. Und jetzt wieder je 4 Stäbchen in jede Lücke bis zum Ende der Reihe. Und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Auch am Ende der Reihe häkeln wir in die letzte Lücke 2 Stäbchen. Dann die 4 aus der Vorreihe abhäkeln, 1, 2, 3, 4 und dann noch 2 in die Lücke, eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und wir wiederholen jetzt diese 4 Reihen, die wir soeben gemacht haben. Es sind immer dieselben 4 Reihen. Also für die Größe 40-42 mache ich 55 cm von hier zur Spitze hin gemessen und die anderen Größen schreibe ich euch unten hin und wie gesagt einfach diese 4 Reihen immer wiederholen, bis das gewünschte Maß erreicht ist und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich habe fleißig gehäkelt, habe meine 55 cm erreicht. Ihr habt euer Maß ebenfalls erreicht. Ich befinde mich auf der schönen Seite des Tuchs, das heißt, ich habe mit einer Rückreihe geendet und jetzt zeige ich euch, wie ich die Armschlitze eingeteilt habe.
Und zwar habe ich das folgendermaßen gemacht. Ich habe die Vierergruppen gezählt. Die Randbereiche könnt ihr außer Acht lassen. Schaut, wie viele Vierergruppen ihr habt. Bei mir waren es 36. Das heißt, ich habe hier 18 und hier 18 gezählt und die Mitte zunächst markiert. Dann habe ich ungefähr 10 cm auf beide Seiten hinüber gemessen. Bei mir sind das 1, 2, 3, 4, 5 Gruppen. Hier auch 5 und überall eine Markierung hineingemacht. Es könnte bei euch auch sein, dass die Mitte eine Gruppe ist. Bei mir ist es eine Lücke, das spielt aber keine Rolle. Wenn es eine Gruppe ist, dann setzt ihr den Markierer in die Gruppe und macht sinngemäß genau das Gleiche. Die größeren Größen können 1 bis 2 Gruppen mehr machen. Bei mir sind das circa 20 cm. Das macht ihr auf beiden Seiten so und dann starten wir mit den Armschlitzen. Und dazu beginne ich wie immer mit 4 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke. Und jetzt häkle ich lauter Stäbchen, egal in welcher Reihe ihr euch gerade befindet, alle Stäbchen einfach abhäkeln, so wie sie erscheinen. Auch die Vierergruppen einfach mit Stäbchen behäkeln bis zur ersten Markierung und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe Stäbchen gehäkelt genau bis zur Markierung. Hier habe ich 10 Vierergruppen bis zur nächsten Markierung. Das bedeutet bei mir 40. Das heißt, ich häkle jetzt 40 Luftmaschen. Bei euch kann die Zahl auch anders sein, also wichtig, pro Gruppe 4 Luftmaschen. Ich habe 10 Gruppen, brauche also 40 Luftmaschen und macht sie nicht so winzig klein, sodass ihr dann beim Zurückhäkeln wieder schön einstechen könnt. Und wenn ihr eure Anzahl gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe meine 40 Luftmaschen gehäkelt und jetzt häkle ich nach der Markierung weiter, also auf dieser Gruppe, die nach der Markierung kommt, und häkle wieder lauter Stäbchen bis zur Spitze des Tuchs und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Spitze angekommen. Das Ganze sieht jetzt so aus, die Markierungen könnt ihr bereits wieder entfernen und jetzt häkle ich wie gewohnt die Spitze, das bleibt unverändert. 2 Stäbchen in die Spitze, 2 Luftmaschen und weitere 2 Stäbchen. Und dann machen wir auf der zweiten Seite genau dasselbe. Die Einteilung haben wir ja schon gemacht und häkeln wieder Stäbchen bis zur ersten Markierung, überspringen das Armloch mit der richtigen Anzahl an Luftmaschen, also ganz genau gleich wie auf der ersten Seite. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig, mache wie gewohnt das Ende der Reihe
mit 2 Stäbchen, einer Luftmasche und dem Vorbereitungsstäbchen, und wir wenden die Arbeit beginnen wieder mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und jetzt häkeln wir alle Stäbchen bis zum Armloch als Reliefstäbchen von vorne, und beim Armloch sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe alle Stäbchen als Reliefstäbchen abgehäkelt bis hin zur Lücke, und jetzt machen wir lauter Stäbchen in die Luftmaschenkette, und hier ist es ganz wichtig, dass ihr mitzählt, dass es die gleiche Anzahl ist, die wir hier übersprungen haben. Bei mir sind es 40. Diese Anzahl muss unbedingt stimmen, damit sich das Muster, das wir nachher machen, wieder ausgeht. Und hier müsst ihr das erste Reliefstäbchen ein bisschen zur Seite schieben, nach rechts, damit die Luftmasche, die erste Luftmasche, gut sichtbar wird. Und jetzt häkle ich meine 40 Stäbchen, in jede Luftmasche ein Stäbchen, und auf der anderen Seite des Armschlitzes sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe 40 Stäbchen gehäkelt. Bei euch kann die Zahl auch anders sein, aber es ist immer eine Zahl, die durch 4 teilbar ist, weil wir hier ja lauter Vierergruppen übersprungen haben, und wichtig ist, dass diese Zahl genau stimmt. Und jetzt häkeln wir wieder Reliefstäbchen von vorne bis zur Spitze des Tuchs, und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin an der Spitze angekommen und häkle diese wie gewohnt mit 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke, und mache die zweite Seite ganz genau gleich wie die erste, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe auch die zweite Seite beinahe beendet. Von vorne sieht es so aus, und häkle wie gewohnt das Ende der Reihe mit 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen. Und wir haben jetzt, egal in welcher Reihe ihr euch befindet, wir haben auf jeden Fall wieder eine Anzahl, die durch 4 teilbar ist, und die benötigen wir auch für das nachfolgende Muster. Wir starten wie immer mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, das bleibt immer gleich. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir holen einen Umschlag, lassen ein Stäbchen aus und häkeln auf das zweite Stäbchen 2 Stäbchen in eine Masche und in das nächste Stäbchen ebenfalls 2 Stäbchen in eine Masche. Dann lassen wir 2 Stäbchen aus und bilden wieder ein Vierergrüppchen bestehend aus 2 Stäbchen in das erste Stäbchen und 2 Stäbchen in das zweite Stäbchen.
Das Ganze sieht so aus. Am Anfang haben wir 1 ausgelassen, ein Vierergrüppchen gebildet mit jeweils 2 Stäbchen in eine Masche, dann immer 2 auslassen. Auch jetzt wieder 2 auslassen, 2 Stäbchen in eine Masche und gleich noch ein zweites Mal 2 Stäbchen in eine Masche, 2 auslassen, 2 Stäbchen in eine Masche und noch einmal 2 Stäbchen in eine Masche und dazwischen immer 2 auslassen. Und das machen wir bis zur Spitze des Tuchs und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin beinahe an der Spitze angekommen, habe lauter Vierergrüppchen gehäkelt. Am Ende bleibt ein Stäbchen übrig, das überspringen wir und häkeln wie gewohnt unsere Spitze mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, überspringen auch hier ein Stäbchen und starten auf dem zweiten Stäbchen wieder mit den Vierergruppen, genauso wie auf der ersten Seite. Dann immer 2 Stäbchen auslassen zwischen den Gruppen und das machen wir wieder bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich habe die zweite Seite beinahe beendet, lande auch hier genau auf dem vorletzten Stäbchen. Das letzte überspringen wir einfach und häkeln unser Ende wie gewohnt mit 2 Stäbchen, einer Luftmasche und dem Vorbereitungsstäbchen und wir wenden unsere Arbeit. Und die zweite Reihe des Mustersatzes beginnt ebenfalls mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke. Und jetzt machen wir es so, wir haben ja hier die Vierergruppen und hier haben wir 2 Stäbchen aus der Vorreihe und da häkeln wir aufs erste Stäbchen 2 Stäbchen in eine Masche, also sozusagen eine halbe Vierergruppe und dann lassen wir 2 aus und behäkeln immer die mittleren beiden der Vierergruppe, das heißt in die mittleren beiden häkeln wir wieder jeweils 2 Stäbchen, immer 2 in eine Masche, also ein ganz einfaches Muster. Wir lassen 2 aus, dann landen wir automatisch auf den mittleren beiden Stäbchen und da kommt die neue Vierergruppe hinein. Es sieht so aus, einfach immer in die mittleren beiden jeweils 2 Stäbchen in eine Masche und das machen wir bis zur Spitze und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin an der Spitze angekommen. Hier haben wir 2 Stäbchen aus der Vorreihe. Wir überspringen 2 Stäbchen und häkeln auf das Stäbchen direkt vor der Lücke. 2 Stäbchen in eine Masche und dann die 2 in die Spitze.
2 Luftmaschen, die 2 in die Spitze und auf der anderen Seite beginnen wir auf dem ersten Stäbchen nach der Lücke mit 2 Stäbchen in eine Masche und wieder 2 auslassen und wir sind schon wieder im Muster drin und behäkeln wieder alle Vierergruppen, so wie vorhin auch, immer in die Mitte hinein, je 2 Stäbchen in eine Masche und das machen wir bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig und auch hier häkeln wir direkt vor der Lücke, also wir lassen 2 aus und in das Stäbchen direkt vor der Lücke häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche, dann unser gewohntes Ende. Mit 2 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche und dem Vorbereitungsstäbchen und wir wenden und diese beiden Reihen werden nun stets wiederholt. Ich zeige euch die beiden Reihen noch einmal. Wir starten mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, und auf der Hinreihe können wir gleich mit dem Muster loslegen, einfach immer in die Mitte hinein eine neue Vierergruppe, bestehend aus jeweils 2 Stäbchen in eine Masche. Zur nächsten Vierergruppe springen und immer eine neue Vierergruppe bilden. Und das machen wir bis zur Spitze und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin an der Spitze angekommen. Hier bleibt 1 übrig und wir häkeln unsere Spitze mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und können gleich wieder im Muster weiter häkeln, 1 auslassen und wir sind automatisch wieder richtig und wir machen die zweite Hälfte genau gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch hier bleibt am Ende ein Stäbchen frei und wir häkeln direkt unser Ende mit 2 Stäbchen, eine Luftmasche und dem Vorbereitungsstäbchen und auch die Rückreihe zeige ich euch noch einmal. Wir starten mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und in der Rückreihe machen wir es so. Auf die beiden Stäbchen der Vorreihe, hier ist die erste Vierergruppe, hier sind die 2 aus der Vorreihe, da behäkeln wir gleich das erste mit 2 Stäbchen in eine Masche und dann sind wir wieder im Muster drin und behäkeln unsere Gruppen wie gewohnt und an der Spitze sehen wir uns wieder.
Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin wieder an der Spitze angekommen. Wir lassen 2 Stäbchen aus und häkeln direkt vor der Lücke noch 2 in eine Masche und dann noch 2 in die Spitze. Dann die 2 Luftmaschen wie gewohnt, 2 Stäbchen in die Spitze, dann gleich aufs erste nach der Lücke 2 in eine Masche und dann sind wir wieder im Muster drin. Wir lassen 2 aus und sind automatisch wieder in der Mitte der Vierergruppe und wir häkeln die Reihe zu Ende und am Ende sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen, mache es auch hier so, überspringe 2 und häkle direkt vor der Lücke 2 in eine Masche und noch 2 in die Lücke, eine Luftmasche und das Vorbereitungsstäbchen und diese beiden Reihen, die wir soeben gemacht haben, die werden jetzt ständig wiederholt, bis der Bobbel beinahe aufgebraucht ist. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe den Bobbel beinahe aufgebraucht, habe noch ca. 20 Gramm übrig. Jetzt wende ich nicht mehr, ich befinde mich auf der schönen Seite. Wende nicht mehr, sondern behäkle jetzt die Halskante und dazu beginne ich mit einer Luftmasche und häkle jetzt immer um die Randstäbchen herum und zwar häkle ich feste Maschen 1, 2, 3, 4, ich würde sagen 5 feste Maschen in jede Lücke. 1, 2, 3, 4, 5 und das mache ich, bis wir zur Mitte des Tuchs kommen und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin da angekommen, wo wir das Tuch begonnen haben. Häkle auch hier um das letzte Stäbchen herum 5 feste Maschen. 3, 4, 5, häkle dann in den Ring hinein noch 2 feste Maschen, 1, 2 und häkle dabei den Faden gleich mit ein und dann auf der anderen Seite wieder je 5 um jedes Stäbchen herum und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen und auch auf die untere Kante häkle ich auf jedes Stäbchen eine feste Masche drauf. Die ganze Reihe entlang. In die Spitze würde ich 3 feste Maschen häkeln
und ansonsten auf jedes Stäbchen eine. Und wenn wir rundherum gekommen sind, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen, schließe noch mit einer Kettmasche zur Runde, häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn durch und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir noch die Armschlitze behäkeln. Bis gleich. Willkommen zurück, ich befinde mich auf der schönen Seite des Tuchs und ich schlinge hier an der Ecke neu an, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein, steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche, noch einmal in dieselbe Lücke einstechen, den Faden durchholen, eine feste Masche häkeln und dann auf dieser Seite, wo die Stäbchen sind, auf jedes Stäbchen eine feste Masche häkeln und wir sehen uns in der Ecke wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin hier in der Ecke angekommen, habe bis in die Ecke gehäkelt, da wo schon ein Stäbchen drin ist. Dann häkle ich um dieses Stäbchen herum 2 feste Maschen und dann gehen wir zur anderen Seite hinüber, da wo jetzt bei mir die Luftmaschenkette ist, und da würde ich es so machen, ich würde zwischen die Stäbchen hinein häkeln, immer zwischen die Stäbchen eine feste Masche. Und wir machen das wieder bis zur Ecke und da sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen. Auch hier häkle ich um dieses Stäbchen hier noch 2 feste Maschen herum, schließe dann noch zur Runde mit einer Kettmasche, häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Das Ganze sieht dann so aus. Und jetzt machen wir noch den zweiten Armschlitz genau gleich wie diesen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Als nächstes werde ich nun die Fäden vernähen, die bei den Armschlitzen und diesen einen hier. Und dann werde ich die Tuchweste waschen, liegen trocknen lassen, schauen, dass sich die Ränder schön flach hinlegen. Und dann werde ich noch auf dieser Seite hier, das ist die im Tragen linke Seite, ein paar schöne Knebelknöpfe annähen. Die Höhe des ersten Knopfes müsst ihr aber durch eine Anprobe selbst herausfinden. Und wenn ihr das alles gemacht habt, ist unsere wunderschöne Tuchweste fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen, hoffe ihr habt viel Freude mit dieser tollen Tuchweste und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Eure Karin aus dem Ländle.